Hallo, ich bin Alex. Ich bin 30 Jahre alt und möchte dir heute meine Geschichte erzählen. Nicht, weil sie außergewöhnlich ist, sondern weil ich weiß, dass viele Menschen da draußen sich genauso fühlen, wie ich mich lange Zeit gefühlt habe. Jeden Morgen das gleiche Geräusch. Der Wecker klingelt. Ich öffne meine Augen, aber ich fühle nichts. Kein Leben, keine Freude. Nur ein weiteres Grau, das mich erwartet. Ich bleibe im Bett liegen, starre zur Decke und frage mich, warum? Warum soll ich aufstehen? Keine Antwort. Kein Grund. Nur das leise Ticken der Uhr im Hintergrund, das mich daran erinnert, dass die Zeit weiterläuft, auch wenn ich stehen geblieben bin. Wenn ich mich endlich aus dem Bett quäle, ist alles, was mich erwartet, Stille. Eine kalte Wohnung. Chaos in jeder Ecke. Mein Zuhause war ein Spiegel meines inneren Zustands. Unordnung, Dunkelheit, Stille. Ich setzte mich auf die Couch, nahm mein Handy und scrollte durch Instagram. Menschen lächelten, reisten, lebten. Und ich war ein Zuschauer in meinem eigenen Leben. Stunden vergingen. Nichts änderte sich. Mein Leben war eine Schleife. Aufwachen, arbeiten, nach Hause kommen, schlafen. Jeden Tag das Gleiche. Immer wieder. Mein Job war nur noch Routine. Eine Pflicht, die ich mechanisch erfüllte. Nach der Arbeit ließ ich mich auf die Couch fallen. Mein Handy war mein einziger Begleiter. Serien, die ich früher geliebt hatte, interessierten mich nicht mehr. Bücher blieben ungelesen und selbst einfache Aufgaben wie Einkaufen oder Aufräumen schienen unmöglich. Ich fühlte mich, als ob ich im Treibsand steckte. Je mehr ich mich bemühte, desto tiefer versank ich. Eines Abends, während ich in meiner Wohnung saß und die Dunkelheit mich umgab, wurde mir etwas klar. So konnte es nicht weitergehen. Wenn ich nichts ändere, würde sich nichts ändern. Ich öffnete meinen Laptop und begann zu suchen. Wie finde ich Motivation? Wie ändere ich mein Leben? Aber die Antworten waren nicht neu oder überraschend. Sie waren einfach. Sie sagten, fang klein an, mach einen Schritt. Der nächste Morgen. Ich machte mein Bett. Zum ersten Mal seit Wochen. Es klingt banal, ich weiß. Aber dieses kleine Ritual, diese einfache Geste, gab mir ein Gefühl von Kontrolle. Es war, als hätte ich einen winzigen Sieg errungen. Von diesem Tag an begann ich jeden Morgen eine Sache zu tun, die ich gestern nicht getan hatte. Ich schrieb eine Liste. 3 Dinge, die ich an diesem Tag schaffen wollte. Das Geschirr spülen, 10 Minuten spazieren gehen, einem Freund eine Nachricht schicken. Es waren kleine Schritte, aber sie fühlten sich groß an. Jeder Haken auf meiner Liste war ein weiterer Schritt aus dem Dunkeln. Mit der Zeit wurden diese kleinen Schritte zu Gewohnheiten. Ich begann jeden Tag ein bisschen mehr zu tun. Nach und nach ordnete sich nicht nur meine Wohnung, sondern auch mein Leben. Ich nahm ein Buch aus meinem Regal, das ich seit Jahren nicht gelesen hatte. Ich las die erste Seite, dann die zweite. Plötzlich war ich wieder in einer Welt voller Geschichten, voller Ideen. Ich begann, eine neue Sprache zu lernen. Nur 5 Minuten am Tag, dachte ich mir. Das ist machbar. Diese 5 Minuten wurden zu 10, dann zu 20. Ich fühlte, wie mein Geist wieder lebendig wurde. Ich entdeckte Dinge, die ich vergessen hatte, wie es sich anfühlt zu wachsen, etwas Neues zu lernen. Natürlich war es nicht immer leicht. Es gab Tage, an denen ich wieder zurückfiel, an denen ich mich hilflos fühlte. Aber diesmal war es anders. Diesmal wusste ich, dass diese Tage normal sind. Ich sagte mir, es ist okay, heute nichts zu schaffen. Es ist okay, langsam zu sein. Morgen ist ein neuer Tag. Diese Akzeptanz, diese Geduld mit mir selbst war der Schlüssel. Heute, 1 Jahr später, ist mein Leben nicht perfekt, aber es ist lebendig. Mein Zuhause ist heller, genau wie mein Geist. Ich treffe Freunde, ich lache wieder. Ich habe gelernt, dass Veränderung nicht über Nacht passiert, sondern Schritt für Schritt. Jeder kleine Schritt, den ich gemacht habe, hat mich näher an das Leben gebracht, das ich mir wünsche. Wenn du dich gerade verloren fühlst, wenn du das Gefühl hast, dass alles grau und sinnlos ist, möchte ich dir eines sagen. Es gibt einen Weg daraus. Es beginnt mit einem kleinen Schritt. Vielleicht nur mit dem Aufräumen deines Schreibtisches. Vielleicht mit einem Spaziergang um den Block. Aber dieser Schritt, so klein er auch sein mag, kann der Anfang von etwas Großem sein. Warum nicht jetzt?
Warum nicht heute? Dein Leben kann wieder Farbe bekommen. Schritt für Schritt. Tag für Tag. Alles, was du tun musst, ist anfangen. Erzählen. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Klingen. Das Telefon klingelt im Wohnzimmer. Öffnen. Ich öffne das Fenster, um frische Luft zu bekommen. Bleiben. Ich bleibe heute zu Hause. Liegen. Sie liegt gemütlich auf dem Sofa und liest ein Buch. Fragen. Kann ich dich etwas fragen? Aufstehen. Ich muss jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen. Erinnern. Er erinnert sich an seine Kindheit. Nehmen. Ich nahm ein Glas Wasser aus der Küche. Lächeln. Sie lächelten, als sie das Geschenk sahen. Reisen. Wir reisten letztes Jahr nach Italien. Leben. Sie lebten viele Jahre in Deutschland. Ändern. Ich änderte meine Meinung über das Thema. Aufwachen. Jeden Morgen wache ich früh auf. Arbeiten. Er arbeitet in einer großen Firma. Komm. Wann kommst du nach Hause? Schlafen. Ich schlafe immer 8 Stunden pro Nacht. Lieben. Er hat sie immer geliebt. Interessieren. Sie interessierten sich für Geschichte. Lesen. Ich habe das Buch gestern gelesen. Einkaufen. Wir gehen morgen einkaufen. Aufräumen. Ich räume mein Zimmer jeden Samstag auf. Bemühen. Er bemühte sich, die Aufgabe zu lösen. Sitzen. Er saß lange auf der Bank im Park. Suchen. Wir suchen nach einer besseren Lösung. Sagen. Was hast du gesagt? Erringen. Er hat den Sieg errungen. Beginnen. Der Kurs begann um 9 Uhr. Spülen. Ich spüle das Geschirr nach dem Abendessen. Spazieren. Wir spazieren gern im Park. Schicken. Kannst du mir die E-Mail schicken? Lernen. Ich lerne jeden Tag Deutsch. Entdecken. Er entdeckte ein neues Hobby. Wachsen. Die Pflanzen wachsen schnell. Wissen. Ich wusste nicht, dass du kommst.
schaffen, Ich schaffe das alleine. treffen, Ich treffe meine Freunde am Wochenende.